Nicht der Personal Trainer ist scheiße. Du bist scheiße. Hä? Erfolg ist immer die Summe von bestimmten Prinzipien. Und eines der wohl wichtigsten Prinzipien ist das Prinzip Selbstverantwortung. Was ist Selbstverantwortung? Dass du keine Ausreden mehr hast, dass du nicht mehr in den Opfermodus gehst. Es gibt eine Reichtumsstudie, ich glaube aus dem Jahr 2016, von Dr. Rainer Zitelmann veröffentlicht. Dort hat er strukturierte Interviews mit rund 50 Self-Made Superreichen gemacht in Deutschland. Also jeder von denen hat ein 8-stelliges privates Vermögen selbst erwirtschaftet. Und wenn du dir das anguckst, wenn du dir diese Interviews anguckst, bei jedem dieser Superreichen gilt das Prinzip Selbstverantwortung. Voraussetzung eigentlich war immer, dass die Leute gesagt haben, ich gebe die Schuld für Niederlagen und für Rückschläge nicht anderen, auch nicht äußeren Umständen und auch nicht der Gesellschaft, sondern mir selbst. Er sagt nicht, dass er erfolgreich geworden ist, weil er Glück hatte oder weil Zufall war, sondern weil er es selbst hinbekommen hat. Also ich gebe dir ein Beispiel. Menschen, die übergewichtig sind, probieren Diäten aus. Sie wollen abnehmen. Und dann starten sie mit der Diät und nach einigen Tagen oder Wochen hören sie dann auf. Sie haben nicht die Ergebnisse, die sie haben wollten. Was sagen sie? Die Diät passt nicht. Die Diät ist scheiße. Aber das stimmt nicht. Die Diät ist nicht scheiße, sondern du bist scheiße. Weil du dich nicht dran gehalten hast, weil du es nicht durchgezogen hast, weil du frühzeitig aufgegeben hast. Nehmen wir das Fitnessstudio. Du engagierst einen Personal Trainer. Du sagst 6 Monate und dann will ich Ergebnisse haben. Alles klar. Und er sagt auch, nach 6 Monaten, wenn du das tust, was ich dir sage, wirst du Ergebnisse haben. Bingo. Und jetzt sagt er, okay, du kriegst einen Ernährungsplan, du gehst zu einer bestimmten Uhrzeit schlafen, du brauchst eine gewisse Anzahl an Schlafstunden. Er sagt dir, wie oft du zum Training zu kommen hast und in welcher Intensität du zu trainieren hast. Du startest motiviert die erste Woche, 2. Woche. In der 3. lässt du schon mal einen Trainingstag ausfallen, weil Tante Erna hat Geburtstag. Und nach 4 Wochen fehlst du 2-mal beim Training. In der 5. Woche kommst du gar nicht. In der 6. Woche kündigst du den Vertrag mit dem Personal Trainer. Und du sagst, der Personal Trainer ist schlecht. Der Ernährungsplan war schlecht, der Trainingsplan war schlecht, du hast keine Ergebnisse gesehen. Nein, nicht der Personal Trainer ist scheiße. Du bist scheiße, weil du hast dich nicht dran gehalten, du hast es nicht durchgezogen, du hast frühzeitig aufgegeben, du wolltest deine Komfortzone nicht verlassen. Und das ist das Prinzip Selbstverantwortung. Menschen, die für sich und ihr Handeln Verantwortung übernehmen, geben nicht anderen die Schuld, weil sie die Ergebnisse haben, die sie gerade haben. Sie übernehmen die Verantwortung für ihre Ergebnisse. Es gilt auch für mich und meine Kunden. Du kannst gratis Podcast konsumieren oder YouTube. Du kannst für kleines Geld dir meine Bücher kaufen. Du kannst dir einen Online-Kurs bei mir kaufen. Aber wenn du bei mir in ein Programm rein willst, Master of Sales, Skalierungsconsulting, Mentoring-Programm oder in das Jetstream-Netzwerk, kannst du das nicht einfach kaufen, weil ich keine Lust habe auf diese Opfermenschen. Opfermenschen, die bei mir irgendwas kaufen und dann in den sozialen Medien oder in irgendwelchen Blogs schreiben, ich habe den Online-Kurs gekauft vom Dirk. Aber der taucht nichts. Wenn ich dann sehe, das ist der Name,
Ich gehe in unsere Datenbank rein und ich schaue, wie viele Videos er geguckt hat von dem Kurs. Und ich sehe, er hat 1 geguckt und erlaubt sich dann ein Urteil. Und deswegen, wenn du Master of Sales, Skalierungsconsulting, Mentoring-Programm oder Jetstream-Mitgliedschaft, dann sprichst du vorher mit einem meiner Mitarbeiter. Wir wollen einmal wissen, wer bist du? Wo kommst du her? Wo willst du hin? Was tust du, um dorthin zu kommen? Was hast du schon getan, um dorthin zu kommen? Wir wollen herausfinden, wie du tickst. Und wenn du ehrgeizig bist und keine Ausreden hast und selbst Verantwortung übernimmst für dich und dein Handeln, dann holen wir dich gerne in dieses Programm rein. Wenn wir aber feststellen, dass du ein Schnacker bist, dass du Ausreden hast, hol dir weiter Online-Kurse, lies meine Bücher, schau YouTube-Videos. Wir lassen dich da nicht rein. Ich will mir nicht später von irgendwelchen Leuten anhören müssen, dass die Sachen, die ich mit denen mache, nicht funktionieren. Sie funktionieren. Ich habe Hunderte, ich habe Tausende von Referenzbeispielen, die mir bestätigen, das funktioniert. Du musst einfach nur tun, was mein Team oder ich dir sagen. Das ist Selbstverantwortung. Wenn du in den Opfermodus gehst und du gibst anderen die Schuld, dann gibst du anderen die Macht. Hör auf, in den Opfermodus zu gehen und fang an, die Verantwortung für dich und dein Tun, dein Unternehmen, deine Mitarbeiter, deinen Erfolg zu übernehmen. Wenn dich das Thema noch tiefer interessiert, dann findest du hier die Playlist zum Thema Mindset in meinem YouTube-Kanal. Und hier findest du den Link zu meinem erfolgreichsten Buch, nämlich Entscheidung Erfolg. Hol dir das Buch.